Ihr seht es überall. Männer in ihren 30ern, 40ern, sogar 50ern, erfolgreich, etabliert, sie haben alles, und sie gehen der Ehe aus dem Weg, als wäre sie radioaktiv, nicht, weil sie Bindungsangst haben. Nicht, weil sie beziehungsunfähig sind, sondern weil sie die Rechnung gemacht haben. Und diese Rechnung ist furchteinflößend. Man wirft euch die Zahl von 56% Scheidungsrate entgegen. Aber das ist nur die Zahl, die euch ruhig schlafen lässt. Die wahre Zahl, wenn ihr die Ehen mitzählt, die nur noch wegen der Kinder, wegen der Hypothek oder weil ein Neuanfang sich anfühlt wie der Tod, zusammenbleiben, diese Zahl liegt bei 70, vielleicht sogar 75%. 3 von 4 Ehen sind entweder tot oder sterbend, und Männer wachen auf. Sie sehen, was passiert. Teil 1. Warum der Mann nicht mehr mitspielt. Ihr wollt wissen, warum Männer nicht mehr heiraten wollen, weil sie nicht dumm sind. Sie sehen ihre Freunde, die vor Familiengerichten finanziell und emotional zerstört werden. Sie sehen ihre Väter, die bis zur Rente arbeiten, um Familien zu bezahlen, die sie kaum noch sehen dürfen. Sie erkennen das Spiel. Und sie steigen aus. Nicht, weil sie Frauen hassen. Nicht, weil sie keine Liebe wollen. Sondern weil das Risiko-Nutzen-Verhältnis so katastrophal schlecht ist, dass nur ein Narr diesen Vertrag unterschreiben würde, ohne zweimal nachzudenken. Hier ist das Paradoxon, das euch Angst machen sollte. 86% der Geschiedenen heiraten innerhalb von 5 Jahren wieder 88%. Diese Menschen sind gerade durch die Hölle gegangen. Finanzieller Ruin, emotionale Zerstörung, Kinder zwischen 2 Häusern zerrissen. Und was tun sie? Sie stellen sich wieder an, um das Ganze noch einmal durchzumachen. Und alle sagen dasselbe. Dieses Mal wird alles anders. Die teuerste Lüge der Menschheitsgeschichte. Es ist nicht anders. Es ist dasselbe Spiel mit einem anderen Spieler. Derselbe Vertrag mit einer anderen Unterschrift. Und Männer beginnen zu erkennen, vielleicht ist nicht das Problem, die richtige Person zu finden. Vielleicht ist das Problem das Spiel selbst. Teil 2. Ehe als Vertrag, nicht als Fantasie. Die Psychologie dahinter ist gestört. Wir sind biologisch auf Paarbindung programmiert. Die Gesellschaft konditioniert uns. Hochzeit gleich Ziellinie. Jeder Film, jede Werbung endet mit einer Hochzeit. Und so spielen wir weiter, verlieren weiter, spielen wieder, aber Männer beginnen, diese Programmierung zu brechen. Sie betrachten die Ehe nicht mehr durch die Brille der Romantik, sondern durch die Brille des Vertragsrechts. Wenn ihr die Blumen, die Musik und die Versprechen für die Ewigkeit wegnehmt, bleibt der schlechteste Geschäftsabschluss übrig, den ihr je eingehen könnt. Ihr wettet die Hälfte eures Vermögens und euer zukünftiges Einkommen darauf, dass sich ihre Gefühle und eure niemals ändern werden. In welchem anderen Lebensbereich würdet ihr eine solche Wette eingehen? Lasst uns ehrlich sein. Jede Beziehung ist ein Tausch von Werten. Und so zu tun, als sei es anders, ist der Weg, um am Ende pleite und verbittert dazustehen. Schaut euch das Klischee an. Alter, reicher Mann mit junger, schöner Frau. Alle tuscheln Goldgräberin. Aber wisst ihr, was da passiert? Eine ehrliche Transaktion. Er bringt Stabilität und Ressourcen. Sie bringt Jugend und Energie. Beide wissen, was sie tauschen. Das ist ehrlicher als die meisten Liebesheiraten, in denen Geld angeblich keine Rolle spielt, während im Hintergrund heimlich Buch geführt wird. Frauen sind nicht dumm. Sie sind strategisch. Sie verstehen, Gefühle verblassen, aber Rechnungen nicht. Liebe zahlt weder die Ausbildung noch die Arztrechnung. Sie verstehen, was Männer gerade erst begreifen. Die Ehe ist ein Wirtschaftsliefervertrag, verkleidet als romantische Komödie. Und wenn ihr diesen Vertrag unterschreibt und denkt, es ginge nur um Liebe,
seid ihr das Opfer in einem Betrugsspiel. Teil 3. Die Notwendigkeit des Ehevertrags. Das Wort, das die Romantik tötet: Ehevertrag. Aber was ist ein Ehevertrag? Er ist keine Planung für die Scheidung, er ist ein Anerkennen der Realität. Die Ehe ist 3 Dinge: spirituell, sozial und rechtlich. Das Rechtliche ist ein bindender Vertrag mit dem Staat. Die meisten unterschreiben ihn, ohne die Bedingungen gelesen zu haben. Ihr unterschreibt ein Dokument, das dem Staat die Kontrolle über eure finanzielle Zukunft gibt. Und die Regeln? Die können sich jederzeit ändern. Der Vertrag von 2010 ist nicht der von 2024. Die Regierung kann die Spielregeln neu schreiben, während ihr spielt. Ein Ehevertrag sagt nur: Wir schreiben unsere eigenen Regeln. Er bedeutet, die Kontrolle über die eigene Zukunft zu übernehmen, anstatt sie Richtern und Anwälten zu überlassen, denen ihr egal seid. Es ist das erwachsenste Gespräch, das 2 Menschen führen können, und die meisten sind zu kindisch dafür. Ihr kauft eine Lebensversicherung. Ihr tragt einen Sicherheitsgurt. Ein Ehevertrag ist nur eine Versicherung. Nur schützt dieser euch vor etwas mit einer 75-prozentigen Ausfallrate. Ihr sträubt euch, weil ihr glaubt, unsere Liebe ist anders. Die Mathematik schert sich nicht um eure Gefühle. Die Wahrscheinlichkeit respektiert eure Liebesgeschichte nicht. Was ein Ehevertrag tut: Er zwingt euch, die Gespräche zu führen, die ihr bis zur Krise vermeidet. Wie gehen wir mit Geld um? Was passiert, wenn einer nicht mehr arbeitet? Was, wenn wir uns entlieben? Das sind keine negativen Gespräche. Das sind erwachsene Gespräche. Die besten Ehen bauen auf radikaler Ehrlichkeit über unangenehme Wahrheiten auf. Denn die Gefühle verblassen. Nach 4 Jahren seid ihr nur noch Partner. Und wenn ihr keine Vereinbarung habt, entdeckt ihr, was 60% der Menschen entdecken. Liebe ist nicht genug. Teil 4. Die Gefangenen und das Fazit. Wir müssen über die Gefangenen der Ehe sprechen. Die Männer, die in toten Ehen bleiben, weil ein Verlassen finanzieller Selbstmord wäre. Sie sind die wandelnden Toten. Bleiben wegen der Kinder bleiben, weil ein Neuanfang mit 45 und der Hälfte des Vermögens bedeutet, dass sie nie in Rente gehen können. Der Typ, der jede Nacht bis 10 im Büro ist, nicht weil er den Job liebt, sondern weil nach Hause gehen sich anfühlt, als würde er ein Gefängnis betreten. Diese Männer meldeten sich für Liebe an und bekamen Verpflichtung. Sie können nicht gehen, weil sie sonst alles verlieren, und die Gesellschaft nennt sie erfolgreich, weil sie noch verheiratet sind. Männer stellen jetzt die Rechnung auf, und die Zahlen sind brutal. Was genau bietet die Ehe Männern noch, das dieses Risiko rechtfertigt? Sex? Bekommt man ohne Ehe. Kameradschaft? Bekommt man ohne Ehe. Kinder? Zunehmend bekommt man die auch ohne Ehe. Das Einzige, was die Ehe bietet, ist die Möglichkeit, die Hälfte seines Vermögens und den Zugang zu seinen Kindern zu verlieren, wenn sie scheitert. Und das ist keine Leistung. Das ist eine Drohung. Männer meiden die Ehe nicht, weil sie nicht lieben können. Sie meiden sie, weil sie lieben können, ohne einen Vertrag zu unterschreiben, der alles aufs Spiel setzt. Sie sind nicht bindungsängstlich. Sie sind risikobewusst. Die Ehe stirbt, nicht weil Männer sich nicht binden wollen, sondern weil die Institution zu viel verlangt und zu wenig bietet. Bis sich das ändert, bis der Vertrag Sinn ergibt, bis das Risiko dem Nutzen entspricht, werden Männer weiterhin weggehen. Wenn ihr trotzdem heiraten wollt, wenn ihr dieses Risiko eingeht, tut es mit offenen Augen. Führt das Ehevertragsgespräch. Das echte Gespräch, bei dem ihr genau festlegt, wie ihr euch beide schützt, wenn es scheitert. Denn es könnte scheitern. Egal wie sehr ihr euch jetzt liebt, es könnte scheitern. Und wenn ihr diese Möglichkeit nicht ins Auge sehen könnt,
seid ihr nicht bereit für die Ehe, ihr seid bereit für eine Hochzeit. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn diese Wahrheit bei dir Anklang gefunden hat, wenn diese Worte das aussprechen, was du gedacht, aber nicht sagen konntest, teile dieses Video. Schick es einem anderen Mann, der diese Wahrheit hören muss. Abonniere für mehr ungefilterte Wahrheit über Beziehungen, Geld und die Verträge, die beides zerstören können. Denn jemand muss sagen, was alle denken, aber niemand aussprechen darf. Und wenn dieser jemand ich sein muss, dann sei es so.